who bought Mario and didn't open it, you know? Ja, genau, er hat gerade gesagt, wer hat sich Mario gekauft und hat es nicht geöffnet, ne? Wahrscheinlich gab es Leute, die haben das gemacht, die haben sich das Spiel geholt, aber nie geöffnet. Ja, wie bei mir jetzt. Ich habe ja auch noch ein paar PS3-Spiele da. Spiele gekauft, nicht geöffnet, ne? Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ich habe den letztens mal in so einem Online-Stream gesehen von jemandem und habe mir gedacht, yo, was ist denn bei dem los? Der sieht doch relativ jung aus. Der heißt Deniz Kahn und der ist wohl der Owner von Vata Games. Das ist eine Grading-Firma aus den USA. Und da wollte ich mir jetzt mal so ein Video angucken. Ich mache auch mal Untertitel an. Das Video heißt The Best Video Game Collection You Ever See. Das heißt, die beste Videogame-Sammlung, die du jemals gesehen hast. Und die wollte ich mir mal angucken und wollte mal gucken, was da so bei rauskommt und mal gucken, was der so hat. Von wann ist das Video? Von einem Jahr. Vor einem Jahr kam das. Also gar nicht mal so alt. Da ist bestimmt schon ein bisschen was passiert bei ihm, aber wir gucken einfach mal rein. Und ja, let's go. Es könnte natürlich auch sein, dass der... Junge, wo ist denn die Maus? Oh Gott. Dass dieser Kanal noch andere geile Videos hat. So, jetzt. Das schauen wir nachher mal. Took a long time to get this way. It's just the entrance. I got some... You're gonna see a lot of standees and promo items. Also, der sieht noch relativ jung aus, ne? Ich glaube, der ist noch nicht so alt. Irgendwie Mitte 20 oder so. Ich habe irgendwie nicht verstanden, wo der das ganze Zeug her hat. Der hat, glaube ich, mal erzählt, dass er seit er klein ist, sammelt. Aber so krass. Like this Mortal Kombat standee was actually in the office of John Tobias, who was one of the creators of the game, and he signed it. There's historical stories behind a lot of these. I, collected these over more than a decade now, and I feel like the store units. Eine Decade ist 10 Jahre, ne? Store displays. Ein Jahrzehnt heißt das, glaube ich, übersetzt. And, und der hat halt Haufen Zeug, ich weiß gar nicht, keine Ahnung, wo der das alles her hat. Also bestimmt gekauft, aber ich meine, wo kauft man denn sowas, Alter? Und das ist echt abgefahren, was wir gleich alles sehen werden, weil der hat wirklich die krasseste Videogame Collection, die ich jemals gesehen habe, Alter. Experiential. That's definitely what drew me in. Seeing these in the stores back in the day, it brings up those memories and taps into it almost as much as actually playing the games themselves. You got Tyson here. There aren't a lot of full-size standees for original NES games, for example. And here you even see, Das haben wir mal in der letzten Reaction gesehen, wo dieses Spiel verkauft worden ist, glaube ich, von Mike Tyson, ne? Dieses Sealed Game. The variants on Mike Tyson's are a big deal. This has the white bullets, which is the first print, and we don't even know of a single sealed copy of that exists. We don't even know of a single sealed copy of that exists, okay. Also wir wissen nicht von einer Version, die halt noch versiegelt ist. Try to highlight with these cabinets sort of the biggest games, the most important games back in the day, the most recognizable games. So you'll see your Zeldas and your Castlevanias and Final Fantasy. I mean, this is really the golden age of video game collecting, is the NES. And that's why some of the NES games are the most valuable, right? They spawned series that are still alive today. This is the first Zelda game ever. That's the first Final Fantasy game ever. The first Metroid game ever. But I grew up more with Super Nintendo and N64. So this is a... Also der ist ja viel jünger. Wie alt ist denn der jetzt? Warte mal, ich guck mal. Ich guck mal im Internet. Dennis. Nee, ich finde das leider nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Vielleicht sagt er das ja noch. Complete set of... Aber er sagt auf jeden Fall, dass er groß geworden ist mit dem Super Nintendo und mit den N64. Und das N64 kam 97 raus oder so? Irgendwie sowas, ne? 64 games, and in these old store display units, I have some of the favorites. These are all Mario games for the most part, and here we have Super Mario 64. This is not sealed. This is complete in box. It's not perfect sealed grade like the $1.5 million Mario that just sold. And over here we've got some of my personal favorites as well. Zelda. We have GoldenEye. Ich
will gar nicht wissen, wie oft der schon diese Tour gemacht hat, Alter. Da sind die N64-Spiele. Played so many hours of that, and I know a lot of people have too. Das habe ich auch gespielt. Banjo-Kazooie, Diddy Kong Racing, bis zum Erbrechen, Alter. Banjo-Kazooie. Donkey Kong 64 habe ich auch gespielt, aber ich glaube nicht so exzessiv. You know, things kids played back Golden Eye hatte ich nicht, also 007. Ich hatte Mission Impossible. then as well. You know, as I grew up, initially grown up with comic books and exposed to collectibles that way, so Nintendo Power was a perfect crossover because you have the comics and then you have the magazines, and I spent, you know, like here's the first Nintendo Power that ever came out. So it's right when Mario 2 was released, and you have your little clay Mario that looks pretty different from what Mario looks like today. And then this is the accessory wall. It's just all sorts of different accessories, and I've got my black box games and third-party hang tab games here for NES. A couple sealed Contra, sealed Final Fantasy. And then also nur mal zu Verständnis, ne? Sealed bedeutet, dass die original verschweißt sind. Und der hat da wahrscheinlich eine Goldgrube da unten, ne? Also unbezahlbare Spiele bekommst du halt nirgends mehr, ne, in diesem Ding. Ich weiß auch gar nicht, wo der wohnt, Alter. Der muss irgendwo in einem Bunker wohnen, wo das wirklich dreifach gesichert ist. Ansonsten in einem normalen Haus, Alter. Also da hätten sie ihn schon längst, glaube ich, ausgeräumt. This is more esoteric. It's very historic. These cardboard hang tabs, those are the first third-party games that Und guck mal, wie viel der davon hat, Alter. Von dem hat er ein paar. Ich glaube, das ist das hier. Dann hat er hier noch ein paar davon, Alter. Nintendo sort of allowed, Abgefahren. and it's very collector driven in terms of the people who care about that are people who really care about the history of game collecting. And then the black box games are the first 30 titles that Nintendo released, and they're very iconic. So you'll see some of them here, the Donkey Kongs, Marios. That's Super Mario Brothers, the first, you know, Super Mario that everyone recognizes. That one's not sealed, but we've got a sealed one over there somewhere. We've got a sealed one over there somewhere. Somewhere, irgendwo im Raum versteckt. Tony Hawk Pro Skater. Man, I pumped. Und so wie wir das gesehen haben in dem anderen Video, das Super Mario, das erste, wenn das wirklich eine hohe Wertung hat, Alter, wie viel hat das erreicht? Über 1 Million oder so? So many hours. This is a display box, so it's not a typical box, but the PlayStation 1 version, I spent so many hours. Amazing soundtrack. Those who know, know. Wann hat er denn die ganze Zeit gehabt, Alter, um die ganzen Dinger zu zocken? This here is a full complete in box NES set. Full Complete Box NES Set. Das heißt, das sind alle NES-Spiele komplett. Alle. Alle. So it's every licensed and most of the unlicensed NES games that were ever released, including variants. So Including Variants, also Varianten, wenn zum Beispiel irgendwas geändert worden ist, wenn da irgendein Sticker drauf war, der sonst nicht drauf war. There's two copies. You know, you take Jaws and es gab ein Videospiel Jaws. This one has a Rev A and this one has a no Rev A. So No Rev A. Little differences like that are becoming much more significant as people realize they want the first print before the Rev A came out. And when we're talking about sealed populations on this, you're talking less than 10 known sealed copies in the. Also er weiß von 10 sealed copies von dem Spiel. Version. So ganz selten. Again, as people care more about the history of these games and the collecting side of it, they're going to care a lot more about that. Up there we have Stadium Events, which is the rarest licensed NES game. Das ist Stadium Events, das habe ich in dieser Doku gesehen. Da gibt es so eine Doku, die könnt ihr aber, glaube ich, aktuell nirgendwo im Streaming-Service gucken. Ich habe die damals auf Prime geguckt, Prime Video. Die könnt ihr aber bei Amazon gucken. Kaufen. Die DVD, falls ihr einen DVD-Player habt. Aber ich glaube, wenn ihr eine Konsole habt, eine aktuelle mit Laufwerk, dann könnt ihr die da auch gucken. Complete in box copy. Und dieses Stadium Events ist wirklich sau selten. There, but this is my spare cartridge that I found when I was like 13. Und sau teuer natürlich. Und wenn es dann ein Sealed Game davon gibt, ich glaube, dann seid ihr Millionär. And I just started collecting, so that's how I got kind of a name
in the collecting community, they were like, oh, that's the kid who found stadium events for $2, which was true. Was? I didn't even Er hat das Spiel für $2 think it gefunden. was the real one, because there's a European version that looks really similar. I was like, I must have gotten that one. It was the real deal. And then here, this is one of my grails. So these are all cardboard. Das ist sein Grail. Das heißt, seine wertvollsten Sachen. Hang tabs. Ich weiß gar nicht, was bei mir der Grail ist. Wahrscheinlich gar nichts. Sealed black box game. Aber ich bin auch nicht so tief in dieser Grading-Sammel. Also ich sammle schon Videokram, wie man auch unschwer erkennen kann. Aber ich bin jetzt nicht so dieser Grail-Typ. Ich habe Videospiele gekauft, um sie zu spielen. Und jetzt ist es auch so, dass ich trotzdem immer noch Videospiele spiele, aber die zusätzlich gerne noch gegradet haben möchte bei besonderen Spielen. Ne? Which are very, very difficult to come by. Und manche Leute, die holen sich halt Videospiele und lassen die nur graden und spielen die halt nicht mehr. Ne? Das ist halt schade irgendwie. But Super Mario Bros. Und ich finde, diese Leute haben auch gar keinen Bezug mehr zu diesen Videospielen, weil dann kannst du dein Klopapier graden lassen, ja. Okay, das benutzt du ja jeden Tag, also nochmal eine andere Geschichte, aber is blöd. You know, in hang tab is considered one of the true holy grails. So if you slide this open, I can actually pull it out. This is the cardboard hang tab. So they had a perforation in the boxes. It indicates an earlier print because they switched when they initially released these games. They intended them to be sort of hung on the wall, but they never actually did that. They attached these plastic hangers to the back instead. When you have a hang tab, you know it's an early print of a game that's been printed. You know, Mario has over 12 different printings of this box. Boah, das wusste ich gar nicht. Also es gibt 12 verschiedene Drucke von diesem ersten Mario. So the hang tab Was steht da drauf? Super Mario Bros. Ist das, is ne? really only for the first 5 or so prints, first 6 prints. And so when you have a hang tab unopened, who bought Mario and didn't open it, you know? Ja. Ja, genau. Er hat gerade gesagt, wer hat sich Mario gekauft und hat es nicht geöffnet, ne? Not only resonates Wahrscheinlich gab es Leute, die haben das gemacht. Die haben sich das Spiel geholt, aber nie geöffnet. Ist ja wie bei mir jetzt. Ich habe ja auch noch ein paar PS3-Spiele da oder PS4-Spiele. Die habe ich mir gekauft. Also bei PS3-Spiele war es ganz extrem damals. Spiele gekauft, nicht geöffnet, ne? Nicht gespielt. with Aber man hat auch nicht so direkt gut drauf aufgepasst, ne? Man, ja, einfach so, ja, schmeiß sie mal irgendwo hin, ne? Fertig. with people because it's Mario and it's pop culture and the first one, but it resonates with collectors a lot more because they always want the first print. They always want the earliest attainable, and usually that means rarity as well. You know, just like in comics, you have the 2 holy grails, Detective 27 and the first Batman, and Action Comics #1, the first Superman. Well, in video games, you have the first Zelda. The first And you have the Zelda? first Mario, and I think it's really similar. This is the second print. There's only one known. Da unten steht noch was dazu. Alter, ich habe das vorhin gar nicht gesehen. Release Date Februar 86, Copies sold 6,5 Millionen. Second Print, als zweiter Druck, wurde für $870.000 in 2021 verkauft. Der zweite Druck. Und es wurden damals alleine 6,5 Millionen Spiele verkauft davon. Krass. First print seal that WATA certified, and this is the second print, and you can tell because there's not a Rev A here, and next to Nintendo Entertainment System there's an R. The first print will have a TM, and that's the only difference. But very few of these exist, and this one's got some rough condition. The seal's a little torn, and Rough condition. it's not in the best shape. But I'm one of those guys who cares a lot more about rarity than condition, just because, again, this is who didn't open Zelda when it just came out. Everything sort of Ja, wer hat die Spiele nicht geöffnet, ne, als er rausgekommen has a ist? story. I remember, where I was when I bought Steht halt einfach so rum bei ihm. something, or I remember going to a specific garage sale or a specific Craigslist meetup for a lot of this stuff, and specific stories of buying. Ja, das ist auch eine gute Idee, ne, dass man mal so wirklich früh aufsteht und auf den Flohmarkt geht und guckt, ob man da irgendwas Seltenes findet, aber die sind ja heutzutage alle informiert, ne? Das heißt, da sind auch andere Leute, die auf den Flohmarkt gehen. Wenn dann eher so Haushaltsauflösung, ne, da könnte man noch Glück haben, aber die informieren sich natürlich. Und wenn du da hinkommst, sagst, yo, hier, dieses Spiel gefällt mir,
Und dann sagt er, jo, kostet $300, ne? Oder 300 Euro. Buying them on eBay even. The most special stuff to me though is original video game art. So this is the cover to Mickey Mania and it's the only piece of original art that I have for a game that I grew. Okay, was steht da unten? Mickey Mania, Oktober 94, Sega Release, November 94, Level Start, Streamer Willy, okay. Nichts Up with. Besonderes. So I would say in my whole collection, this is my. Ich finde das ein bisschen groß da unten, diese Anzeige, This is Alter. my holy grail. This piece of art. So they actually painted these paintings, and that's what would spawn the video game itself. That's what they would use for the box art. So they're one of one, and they're extremely hard to come by. So you'll see some examples of that. Right over here, you have the cover art to Rap Jam, and you can see this is what the published art looks like right here. They didn't fill in the ball, so it looks a little strange, but it's a perfect crossover between sports and games, and that's a whole other thing. You know, sports games are some of the most beloved games. We spent so many hours, and people forget sort of how rare some of them are. Sealed, people play them. NBA Jam, NFL Blitz. Ich hatte NBA Give and Go, hieß das. Auf dem Super Nintendo war das, glaube ich. NBA Give and Go, das war geil. Und das Cover war auch richtig geil. To name, you know, some of my favorites, Tecmo Bowl's a big one, right? Who doesn't remember sitting in their dorm rooms and playing Tecmo Bowl? Aber ich habe jetzt gar keine Super Nintendo-Spiele mehr, ne? Das habe ich damals alles verkauft. Ich habe auch nicht wirklich darauf Acht gegeben, sagen wir mal, von den Verpackungen her. Das war halt damals einfach zum Spielen da, ne? Und nicht zum Sammeln und so. Wer hätte wissen können, dass das mal so wirklich so viel Wert hat? That's another example of Und in Deutschland hast du ja sowieso die deutsche Version gehabt und die ist sowieso nicht so viel. Dino City. It's just so 90s. It's just beautiful. This one is actually really cool right here. I just thought of this. So this is a complete long box set. So all of the original Complete Long Box Set PlayStation games came von der PlayStation 1. in these long boxes like this. So the first Resident Evil, and if we're talking about this game, this is complete in box. Die gab es, glaube ich, in Deutschland gar nicht so Long Boxes. Es gab immer nur diese kleinen. If we're talking about it sealed, Aber ich könnte mich auch täuschen. it's easily a six-figure game. Same, here's another one that's real big, Twisted Metal. Again, six-figure games because who didn't open these? But this is one that I like the esoteric stuff. This is Two Ball. It was a game that was never released. It was horrible. So there's like less than 10 of these known, and I just think something. Ich habe letztens auch noch so eine Demo-CD gefunden, aber ich glaube, da gibt es noch etliche davon. Like that is just super cool. Sample only. Piece of crap, don't play it. But again, another piece of history right there. And then I would. Also ich bin echt gespannt, was passiert, wenn er nicht mehr da ist. Was passiert mit dem Kram? Wird da irgendwo so ein richtiges, ja, wie sagt man, so ein Museum aufgemacht, Alter? Aber das musst du ja richtig absichern, ne? Favorite system to collect for is Game Boy. I'm still missing one game and I'm trying not to buy it because I'm still missing one game and I'm trying not to buy it. then it's over. You just don't find Dann ist es vorbei. these boxes. It took me about 10 years to put this set together. Also er hat 10 Jahre gebraucht, um dieses ganze Gameboy-Set da zusammenzustellen. Das ist wahrscheinlich, also er hat, glaube ich, auch ein paar Sealed Games dabei, aber. And I think there's only like 5 other people who have ever put together a complete in-box Game Boy set because some of these items just, you know, Game Boy is something that was meant to be portable, so no one had a reason to keep the boxes, right? Mhm. Genau. Keiner hat sich gedacht, warum sollte ich die Boxen behalten? Ich war allerdings einer, der hat die Boxen behalten. Fragt mich nicht, wie die ausgesehen haben, aber ich hab das Zeug immer aufbewahrt. Jede Verpackung. Und wenn ich das Spiel nur zu jemandem mitgenommen habe, habe ich das in die Pappverpackung gemacht und habe die halt N64 zum Beispiel mitgenommen. Weil ich keinen Bock hatte, dass das irgendwie schmutzig wird. Unlike NES games, people actually kept them and kept their games in them. So, you know, I would say 50 to 100 of these titles don't even show up on eBay once in a year. And it makes it almost too hard to collect if you want to go for a full set. And then you've got, you know. Wie viele Spiele gibt es denn für einen Gameboy eigentlich insgesamt? Also, wenn wir jetzt mal von seinem Set ausgehen, den kannst du ja auch gar nicht sammeln, ne? Ich meine, er hat 10 Jahre gebraucht, Alter. Alter, wie alt ist der denn? You got games like Shaq Fu, which is actually insanely hard to find.
And this is a sealed copy. It's hard to find just in the box, let alone unopened. Horrible Sealed game, copy. but Ja, holt es einfach so raus. it's Shaq. I mean, and look Fässt es einfach so at him. an. He looks. It's so goofy. Again, going to the sports. There's so much sports crossover, and I love that. I love the fact that there's a crossover with comics. If you're a comic collector, there's, you know, I could look at this wall and find all the Batman games, and, you know, I'm sure it won't take me long to find a comic game. Here, you got 3 Batman games right here, right? So wherever you come from, whether you collect cards or sports memorabilia or comic books, that's in Woran erkennt man eigentlich die US-Spiele? Haben die auch so ein... Achso, die haben auch so ein E you know, dran. it's Larry Walker, Dieses Black but it's an Label-Ding. insanely rare game. And you know, bases loaded here. I'm looking at Mit Erden original verpackt ist. all there's so much crossover. If you like movies, there's, you know, every movie and every big TV show was turned into a game. Here's the first FIFA game that was ported. You know, it was released on the Genesis, and FIFA is such a big franchise now, and so you're going back to these days. The first 2K game, which I don't have handy here, has Allen Iverson on the cover, and it's Dreamcast, and now we're looking at 2K21, right? This game is awesome. It's actually not a bad game. I mean, people might disagree, but it's a platformer, so you're actually running around as Jordan with, you know, throwing basketballs that are on fire. And then my favorite game, you know, back when I could have, you know, buy these for a lot cheaper, I wanted to fill this up with 8 Super Mario Worlds. 8 Super Mario World. Release Date 1990. So früh schon. 20 Millionen Copies verkauft. Für Super Nintendo. 29.000 Stunden zum Programmieren hat das gedauert. All sealed, the original print. These are variants, so this DuckTales doesn't Hat der gerade gesagt, die sind alle sealed? up with 8 Super Mario Worlds, all sealed, the Die sind alle original verpackt, Freunde. original print. Das ist echt krass. These are variants, so this DuckTales doesn't have the banner. The other ones have banners like this. This is a Mega Man 3 where they had an offer on most of the copies, but on this one they removed the offer. These are later prints, but they're so unique that I think that's really cool. Here you have, I put. Wo hat man denn 8 Versionen her, Alter, die original verpackt sind, Alter? Ist der Millionär oder was? Also wahrscheinlich. Ich kann mir das nicht anders vorstellen. Okay, er hat Warta gegründet oder er ist der Geschäftsführer, irgendwie so. Da kann man sich natürlich alles einkaufen, ne? Das kannst du als Normalo nicht machen. Both Gunsmokes, they changed Das funktioniert this einfach nicht. Gunsmoke to this Gunsmoke because this one had bar written in the back, and that was too racy for Nintendo, who's very kid friendly. So they really quickly changed it to this artwork, and it makes this first print really difficult to attain. So I love stuff like that. Alter, da ist alles... But I get really crazy with my collecting. I'll collect, these are Australian, they're called HES, Home Entertainment System. HES. Home entertainment suppliers, I mean. And these are literally Australian NES games, but they're just, they come in these weird clamshells, and some of them come with these dongles that to override the lockout chip. And or the region chip, you know. So really, you know, I just go into all sorts of different directions. And you know, there's a game here that it's not all about rarity, right? This Ich wette, die N64-Konsolen da unten sind doch alle original verpackt. soccer, there might be, you know, 4 or 5 of these that exist, but it's not worth nearly as much as, you know, Super Mario World, because it's not relevant to pop culture. No one remembers playing this, right? It's funny, every time someone comes here that grew up with NES, you know, the other day we had someone and he's going... Das Gute ist, er hat die alle in so einen Kunststoffverpackung, ne? Das kannst du dir halt angucken, ne? Machst halt nichts kaputt. What game was it? He's going, oh my god, Solar Jet Man. You know, everyone has those weird games that you're like, who played this? Someone was freaking out about Adventures of Bio Billy. Like, you know, that's not Mario. That's not, you know, but they Adventure Bio Billy. made, you know, 700 games. So you're gonna have games that your parents bought you, or that you got on Christmas, or that you rented and you brought home and you realized it was a crap game, but you had nothing else, so you played hours and hours of it and you remember it, you know. So it's really cool. Ich glaube, er ist auch ein richtiger
ein richtiger Gamer. Ja, also er hat die auch gespielt, die Videospiele, und er sammelt die nicht nur. Das ist der große Unterschied an den Leuten heutzutage, dass es Leute gibt, die haben die gespielt, die Spiele, und die spielen immer noch, weil es einfach Spaß macht. Und es gibt Leute, die sammeln die einfach nur und spielen die Spiele nicht. Ne? Das ist der große Unterschied. Und er erzählt halt gerade von seinen Erinnerungen oder von Leuten, von anderen, die Erinnerungen haben, ob du jetzt ein Spiel bekommen hast von deinen Eltern oder das ausgeliehen hast aus der Videothek oder. Ne, du hast immer so eine Verknüpfung dazu, und das ist halt das Besondere. The different items, the different games, it's always different, right? And it's different for generations. You know, some younger guys come and they get obsessed with that GameCube wall over there because that's what they grew up with. And I played a lot of GameCube too, of course. So it's very cool to see. Das ist echt krass, und das war's leider schon, Freunde. Das war seine Sammlung. Aber er hat jetzt nur Nintendo gezeigt, ne? Ich glaube, er hat auch noch mehr. Aber echt geil. Echt geil, Alter. Also da muss ich echt mal sagen, war ein gutes Video. Daumen hoch. Ich abonniere den mal. Und wir können ja mal gucken später, ob der noch andere Videos hat von anderen Sammlern. Ich denke mal schon, ne? Juti.